Heute werde ich euch mal zeigen, wie ich diesen Fächerahorn in Form schneiden werde. Ja, und zum Schneiden verwende ich jetzt gleich ein neues Gartentool. Das hier ist jetzt eine elektrische Gartenschere, wurde mir jetzt freundlicherweise zur Verfügung gestellt von der Firma CC. Ich wollte das jetzt hier nicht aus Versehen irgendwie falsch aussprechen. Das ist jetzt auch der Grund, warum ich hier oben mal Werbung eingeblendet habe, beziehungsweise enthält bezahlte Werbung. Und wie bereits erwähnt, die wurde mir jetzt halt zur Verfügung gestellt. So, dann wollen wir die jetzt hier mal aktivieren. Und im Übrigen kann die bis zu 40 mm schneiden. Der ein oder andere fragt sich jetzt wahrscheinlich auch, ja, was soll ich überhaupt mit so einer elektrischen Garten- bzw. Rosenschere? Ja, man sollte nicht vergessen, es gibt leider auch Menschen, die können die Finger halt nicht mehr wirklich bewegen. Ich habe zum Beispiel im Bekanntenkreis eine Freundin, also mit der Fingerbewegung sieht es mehr schlecht als recht aus. Die hat leider Arthrose, ne? So viel auch schon mal dazu. Und dann machen wir jetzt hier mal an. So, jetzt muss ich mal eben selber gucken. Hat jetzt zweimal gepiept. Okay, das will jetzt natürlich nicht so, wie ich möchte. Das habe ich aus Versehen wieder ausgemacht. Eben warten. Ah, jetzt hat's geklappt. Und ich zeige euch das am Ende des Videos hier aber nochmal genauer, das Gerät. Die hat 4 Einstellungsmöglichkeiten. Einmal 10 mm, 20 mm, 30 mm und dann halt das größte 40 cm. Millimeter, Entschuldigung, nicht Zentimeter, das wäre ein bisschen groß. Man sieht dann auch anhand der Größe, also halt soweit wie das Scherenblatt geöffnet ist, welchen Modi habe ich jetzt gerade. Hier sind auch halt 1, 2, 3, 4, ist da auch angezeigt. Und ich habe jetzt gerade 4, ist aber jetzt ein bisschen zu groß. Drück mal einmal, jetzt bin ich auf 1. Jetzt seht ihr es, die ist nicht mehr ganz so offen, also das Scherenblatt. Jetzt habe ich Nummer 2. Ja, das sollte jetzt eigentlich ausreichend sein. Und dann kommen wir jetzt aber hier mal zu den Fächerahorn. Muss ich aufpassen, dass ich nicht aufs Versehen noch hinfall. Wenn ihr den Fächerahorn schneidet, dann lasst immer einen kleinen Stummel an der Basis noch stehen, weil da kann gut und gerne auch mal was eintrocknen beim Fächerahorn. Was ich definitiv nachher auch noch machen werde, ich werde auf die geschnittenen Stellen Wundpaste auftragen. Zeige ich euch nachher auch noch. Und wie gesagt, am Ende des Videos zeige ich euch mal die Schere noch mal genauer. Ich werde auch nachher mal die Perspektive ändern und dann fröhliches Schneiden. Ey, das geht ja hier ratzfatz. Das ist ja echt cool. Komm, jetzt übertreiben wir hier mal ein bisschen. Ey, die ist sauscharf, also definitiv auf die Finger aufpassen. Ich meine, das waren jetzt hier ganz dünne Äste. Dann gucken wir mal hier weiter. Ja, jetzt bin ich mal ein bisschen gemein. Schauen wir mal. Ja, kein Problem, ne? Ja, pack mal lieber weiter hinten an. Also was ich ja auch immer hasse, das Grün wegräumen. Ich stelle mich dann mit diesen Zweigen an eine Biotonne und schneide das dann halt mit meiner, ich sag mal, stinknormalen Rosenschere. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stehe da gleich an der Biotonne, zack, das ist echt cool. Der Akku hat hier auch noch mal so eine Anzeige, wie viel Power man gerade hat. Ich denke, ich werde das jetzt hier mal ein bisschen beschleunigen. Mein Fächerahorn, der soll übrigens mal so eine Art Bäumchen werden. So viel auch schon mal dazu. Und ja, fröhliches Schneiden. Bei über kreuz wachsenden Ästen entferne ich immer einen der beiden, weil auf Dauer gesehen hat das halt keine Zukunft. Die beiden Äste würden halt permanent immer halt aneinander scheuern und man hätte dann halt dauerhaft eine offene Wunde an seinem Bäumchen, ne? Und von daher nehmen wir jetzt hier einfach mal einen weg. Ich muss mal eben überlegen. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt auch so einigermaßen sehen. Lass jetzt auch wieder einen kleinen Stummel dran. Zack, schon abgeschnitten. So, ich bin jetzt bei einem anderen Fächerahorn. Da wollte ich so oder so einen etwas dickeren Ast entfernen. Ich will jetzt einfach nur mal gucken, ob die Schere das letzten Endes auch schafft. Der hängt jetzt hier auch relativ weit über meinem Teich. Uiuiui, ich habe jetzt hier auch keine Leiter. Zack, kein Problem. Hat er auch ohne Probleme abgeschnitten, beziehungsweise die Schere. Ja, ich sage ja, ich brauche irgendwie mehr Arme. Und dann geht es jetzt ab in meine Werkstatt. Dann zeige ich euch die Schere noch mal ein bisschen genauer. Ja, ich war jetzt mal wieder einen Tacken zu schnell. Ich wollte euch ja auch noch zeigen, wie ich die Wundpaste an größeren Schnittstellen auftrage. Meine, die ist jetzt wie so eine Art, ich sag mal, Knete.
Habe mir jetzt hier eine kleine Kugel geformt, mache das hier drauf und das wird dann auch überlappend hier drauf gemacht. Dass hier nichts mehr von der Schnittstelle nachher zu sehen ist und wie gesagt auch hier an den Rändern so überlappend auftragen. Es gibt natürlich auch noch andere Wundpasten, ich nehme halt immer diese und ja, das werde ich jetzt hier an der ganzen Pflanze oder an dem ganzen zukünftigen Bäumchen machen, der im Übrigen mal ein kleiner Niwaki werden soll, aber für euch geht es jetzt hier direkt in meine Werkstatt. Das wird jetzt natürlich noch ein paar Jahre dauern, bis der Baum letzten Endes ein kleiner Niwaki geworden ist. Hier in meiner Werkstatt kann ich euch das Schneiden meiner Äste jetzt einfach noch mal ein bisschen genauer zeigen. Ich habe das Gerät jetzt auf Stufe 3. Das ist jetzt hier vom letzten Fächerahorn. Zack, zack. Also die schneidet echt schön sauber ab, muss ich jetzt echt gestehen. Ich werde mich definitiv nachher an die Biomülltonne stellen und dann halt das restliche Material oberhalb der Biotonne zerkleinern. So, und jetzt bin ich mal ein bisschen gemein. Das hier ist ein Ast von einer Zierkirsche. Liegt bestimmt schon seit zwei, drei Monaten bei mir im Garten. Hier wegnehmen. Mache jetzt mal auf Stufe 4. Nehmen wir mal lieber hier das größte. Zack, sie geht auf. Jetzt bin ich mal gespannt. Cool. Also das geht dann auch schon mal. Und dann länger drücken, um die auszumachen, die Schere. Beziehungsweise ich drücke jetzt erst hier oben, damit die geschlossen ist. Ja, ich weiß, ich muss die noch sauber machen. Jetzt piept sie. Jetzt drücke ich hier ganz lange den An- und Aus-Knopf. Und sie ist aus. Also Scheren niemals so offen dann hier irgendwo rumliegen lassen, das ist nicht so prall. Wer sich jetzt für die elektrische Gartenschere von CC interessieren sollte, der findet den Amazon-Link in der Videobeschreibung. Und unter dem Link trage ich auch nochmal einen Rabattcode ein. Ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!